In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Kakao anstatt Kaffee und verdünnter Milch Latte Art und Milchaufschäumen üben kannst. Du brauchst dafür nur einen kleinen Schluck Milch und verschwendest keine wertvollen Kaffeebohnen. Viel Spaß dabei! Gib in eine vorgewärmte Cappuccino-Tasse einen halben Teelöffel Kakaopulver. Ich verwende dafür ganz normalen, handelsüblichen Backkakao aus dem Supermarkt. Darauf gießt du nun etwa 15 Gramm heißes Wasser. Das entspricht ungefähr der Menge eines einfachen Espressos. Jetzt verrührst du das Ganze, so dass eine homogene Flüssigkeit, eine sogenannte Suspension, entsteht. Wenn du einen doppelten Espresso simulieren willst, kannst du einfach ungefähr 30 bis 35 Gramm Wasser aufgießen. Dann kannst du die Tasse zum Warmhalten auf deiner Maschine abstellen und einen kleinen Schluck Milch ins Kännchen gießen, ungefähr 1 cm vom Boden aus. Diese kleine Menge Milch gießt du dann mit, ganz wichtig, kaltem Wasser bis zum Anfang der Tülle auf, so wie du normal die Milch eingießen würdest. Das Tolle daran ist, dass diese verdünnte Milch sich beim Aufschäumen ganz genau gleich verhält wie normale Milch. Du kannst so also perfekt das Milchaufschäumen üben. Auf den genauen Aufschäumprozess werde ich hier nicht näher eingehen. Wenn du noch Fragen dazu hast, schau dir gerne meine ausführliche Anleitung dazu an. Außerdem habe ich ein Video gemacht mit typischen Fehlern beim Milchaufschäumen. Auch das könnte hilfreich für dich sein. Nach dem Schäumen sollte die Milch genauso perfekt und seidig glänzend aussehen, wie wenn du unverdünnte Milch geschäumt hättest. Nimm dir dann die Tasse mit deinem Kakao und gieße die Milch ganz normal ein. Das heißt, du gießt zuerst eine schöne Basis und hebst die in Anführungszeichen Crema nach oben an und gießt dann darauf dein Latte Art Muster. Die Grundlagen des Latte Art Gießens und wie man eine schöne Basis macht, habe ich übrigens in diesem Video ziemlich ausführlich erklärt. Dieser Trick mit Kakao und verdünnter Milch funktioniert so gut, dass du damit die verschiedensten, auch komplexere Latte Art Muster üben kannst. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen und es hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du keins mehr meiner Videos. Außerdem freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Falls du Fragen hast, Anregungen oder Ideen für neue Videos, schreib sie mir gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf.